Hey, willkommen back auf meinem Kanal, Leute. Und heute habe ich für euch einen Männerduft, ja, von allerfeinsten. Also wer wirklich einen Männerduft sucht, der wird heute mit diesem Video sehr viel Freude haben und wird danach wahrscheinlich sofort bestellen. Weil ehrlich, dieser Duft, gleich vorweg, der erste Sprüher ist einfach auf die Fresse. Und das ist ein... Oder, nee, ich will eigentlich gar nicht so viel vorweg sagen. Also Leute, bleibt dran. Ja, wir kommen zurück, Freunde. Ja, ihr habt mein Intro ja gesehen. Also ich bin überwältigt von diesem Duft. Ich habe ihn gar nicht mehr, ich habe ihn früher so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Ich habe ihn auch, glaube ich, mal getestet. Aber ich habe ihn liegen gelassen. So, jetzt habe ich ihn aber, weil ich wollte ihn einfach haben. So, und es ist ein Duft, der erste Sprüher ist auf die Fresse, aber danach, was dann kommt, nicht, dass der erste Sprüher schlecht ist, nein, aber der ist schon hart. Aber was dann kommt von, ja, ich bin überwältigt. Also was dann kommt, Freunde, ist einfach geil. Das ist ein richtig geiler, ja, wie Cuba Knows auch Motherfucker. Wirklich, Leute. Also es ist einfach Hammer. Und zwar rede ich von einem Duft von Gucci. Und das ist Gucci Guilty Absolut. Ja. Oh, hier, da ist er. 150 ml gleich zugelegt. So muss das sein. Absolut F-nice, könnte ich da sagen. Geiler Sprüher auch. Und dann auf die Fresse, Leute. Wirklich auf die Fresse. Also das ist kein Duft für Weicheier. Ehrlich gesagt, das ist wirklich so. Es ist wirklich kein Duft für Weicheier, aber für Männer. Und es ist ein geiler Duft, den man zum Beispiel zum Pokerabend benutzen kann. Richtig nice. Das stimmt wirklich. Zum Pokerabend ist dieser Duft einfach genial. Dann mit einer schönen Zigarre da. Absolut nice. Wood Leather, Golden Wood beinhaltet dieser Duft. Es ist einfach ein Waldduft. Ihr riecht nicht wie der Waldschrat. Nein, davon redet keiner. Aber es ist ein absoluter geiler F. Ich will immer dieses Wort sagen, aber ich will es einfach auch hier nicht aussprechen, weil da muss ich so viel rumschneiden, so viel wegblenden. Warum? Aber ich habe ja schon ein Wort gesagt, das reicht ja. Aber man muss es wirklich so betiteln. Man muss diesen Duft so betiteln, weil er ist F. Nice, wirklich. Patchouli, Vetiver, Zypresse, dann... Saugeil, saugeil. Also ihr müsst euch diesen Duft einfach holzig, so ein holziger Duft. Ich habe gehört von einem Kumpel, der sagt, der riecht nach Werkstatt. Finde ich wirklich nicht unbedingt. Vielleicht ein bisschen, sagen wir mal so ein bisschen Öl wirklich, aber nicht so, dass er komplett danach riecht. Viele sagen auch, dass der nach, oder ein Duftzwilling ist, nicht eher. Egal, ihr könnt das jetzt betrachten, der von Philipp Plein oder von Jeremy Fragrance, Black Tie und dieser Duft. Gleich vorweg wurden alle von denselben Parfümier gemacht. Und wer ist dieser Parfümier? Alberto Morillas. Ja, der hat alle drei gemacht. Diesen Quilty, er hat Black Tie gemacht von Jeremy Fragrance und er hat auch von Philipp Plein den, wie heißt er, No Limits gemacht. Ja. Ich finde, sie haben, also ich sage mal so, die anderen haben Ähnlichkeiten wirklich weit oder viele Ähnlichkeiten. Der hier nur so wirklich im Hintergrund. Das ist auch noch andere, finde ich, Qualität. Ich könnte jetzt den Jeremy-Duft nehmen, der ist von der Ausstrahlung so sehr stark. Aber da, ja, da ist das Gleitgel, sage ich einmal. Ich finde ihn übrigens wirklich gut. Das ist der Duft, den ich wirklich am besten finde, von Jeremy Fragrance, der Black Tie. So, ich hatte das ja schon mal, glaube ich, vorgestellt. Zur Not werde ich das irgendwann nochmal machen. Den Duft einzeln, weiß ich, glaube, nee, einzeln habe ich noch nicht vorgestellt. Werde ich vielleicht dann nochmal machen, weil der hat einfach was man nicht so oft riecht. Für mich einfach eine Gleitgel-Note. Ist übrigens sehr geil. Hat der Philipp Plein Duft aber auch. Die sind sich sehr ähnlich. Das ist hier aber eine ganz andere Qualität. Bin ja auch der Meinung, oder bin nicht der Meinung, der kam als erstes raus, logischerweise, ja. Ist aber auch noch nicht so alt. Das Gerücht geht immer rum, dass der eingestellt worden ist, dann wieder nicht, dann wieder doch. Vergesst das, Leute, immer dieses Eingestellte und doch nicht eingestellte. Es geht mir langsam so auf den Sack und auf den Keks, was soll's. Aber wer einen männlichen, holzigen, so einen Waldduft, richtig, ja, so wie, nee, Tannennadeln ist
ja, aber wirklich ein richtig, also wenn ihr durch den Wald geht und es hat vorher geregnet, dann wisst ihr ja ungefähr, wie das riecht. Und er ist ganz schwer zu, übrigens ein geiler Flakon, er ist aber ganz schwer zu beschreiben, finde ich. Er ist, also eine Autowerkstatt mit öligen, was weiß ich was, habt ihr hier auch, aber finde ich persönlich minimal. Dieser Duft ist allerdings auch kein Duft für Anfänger. Also wenn ihr gerade mit Parfüms angefangen seid, dann wird das hier ein bisschen schwer. Und es ist auch kein Duft unbedingt für 18-Jährige. Auch wenn ich immer sage, egal, scheiß drauf, tragt Düfte, wie ihr wollt. Könnt ihr bei denen auch, wenn ihr den geil findet, tragt ihr mit 18. Aber, ja, die Männlichkeit, die dieser Duft wirklich ausstrahlt, ist einfach phänomenal. Ist aber auch wieder ein Duft, wo ihr jeden Fingerabdruck seht. Ja, aber sehr geil und ja, also das, was hier, es ist genial. Richtig geiler Männerduft. Gucci, Guilty, absolut. Ja, da solltet ihr auf jeden Fall mal testen, gucken. Und ich werde so gut wie es geht den unten verlinken, wenn ich ihn bekomme. Und dann schaut mal rein. Also das ist ein Duft, wow. Wow, und das sind 150 ml, da werdet ihr lange was von haben. Also er hat wirklich trotzdem eine gute Ausstrahlung. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt, weil ich ja gesagt habe, dass der Black Tie, der, wie gesagt nochmal, also sie haben nicht so, also die anderen sind sich wirklich ähnlich. Hier, sage ich mal, 10%, aber wie gesagt, der kam als erstes raus. Im Endeffekt sind das die anderen, die dann ähnlich riechen. Das darf man nicht vergessen, die anderen sind 2019 oder 2020, glaube ich, rausgekommen. Und das ist 2017, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, wie gesagt, da bei Gucci hat er sich dann ein bisschen, ja, vielleicht mehr ins Zeug gelegt. Der gute Alberto, ich weiß es nicht, auf jeden Fall finde ich ihn sehr, sehr nice. Wirklich sehr, sehr nice und wirklich ein schöner Männerduft. Wirklich Männerduft. Der erste Sprüher könnte viele Leute sagen, boah, aber lass den werken. Lass diesen Duft mal 10 Minuten werken. Es ist sowas von genial und einer der männlichsten Düfte, die ich kenne. So, wirklich und wirklich gut ausbalanciert von allerfeinsten. Und jetzt möchte ich auch nicht mehr sagen, einfach nur den schönen Gucci Guilty und der gehört jetzt schon zum, ja, sag ich mal, zu meinen Lieblingsdüften in meiner Sammlung, ehrlich gesagt. Wirklich wahnsinnig, wahnsinnig top. Also Leute, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.